Vergessene Utopien des Wohnens. Internationale Praxisbeispiele. Schweden, soziales Wohnen im Millionenprogramm der 1970er mit Dominika Polanska von der Södertörn-Universität und Håkan Törn von der Universität Göteborg. Die Veranstaltung wurde moderiert von André Holm sowie übersetzt von Claudia Martinez und Evelyn Schneider. Teil 1. Einleitung André Holm. Herzlich willkommen zur Veranstaltungsreihe Vergessene Utopien des Wohnens, internationale Praxisbeispiele. Das ist eine Veranstaltungsreihe, für die ich euch im Namen der Vorbereitungsgruppe ganz herzlich willkommen heißen will. Ihr seht, das ist hier in den Räumen der Berliner Mietergemeinschaft. Die Arbeitsgruppe, die das vorbereitet, trifft sich seit längerem hier und ist auch ganz eng verbunden mit der Berliner Mietergemeinschaft. Und bevor ich die Gäste der heutigen Veranstaltung vorstelle, die hier vorne schon sitzen, will ich euch ein paar Informationen noch geben oder zu unseren Intentionen was sagen, warum wir die Veranstaltung vorbereitet haben. Noch vorgeschoben möchte ich allen danken, die die Veranstaltung möglich gemacht haben. Das sind hier vor allem, die habt ihr schon gesehen, Grisha und Matthias, das sind aber auch Philipp und Lutz und Joachim, die ganz hinten, und Manuel, ja, die ganz hinten sitzen und alle Stühle gerückt haben und auch den Imbiss und die Getränke organisiert haben, die es im Anschluss an die Veranstaltung gibt. Und ich möchte auch ganz herzlich mich schon im Voraus bedanken bei Claudia und Evelyn, die dahinter der Corona-Schutzscheibe sitzen und die Übersetzung machen. Und der Dank gilt auch der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die sowohl die Übersetzungsgeräte als auch einen Teil der Kosten übernommen hat, sodass wir diese schöne Veranstaltung hier durchführen können. Der Hintergrund für uns als Vorbereitungsgruppe waren Diskussionen, die es eigentlich seit schon über 10 Jahren oder seit fast 10 Jahren gibt, nämlich Diskussionen, die 2014 von der Initiative für einen neuen kommunalen Wohnungsbau ausgelöst worden. INKW, gibt es eine schöne Webseite, da sieht man ein Programmpapier und einige Positionen der Gruppe und der damaligen Überlegung. Und der Hintergrund dieser Diskussion war, dass wir in den Berliner Diskussionen schnell gemerkt haben, dass ganz viele der mietenpolitischen Forderungen sich um Mieterschutz natürlich kümmern, dass die sich viel darum drehen, wie Gentrifizierung, wie Mietsteigerungen aufgehalten werden können und dass wir aber der festen Überzeugung sind, dass eine langfristige Strategie für eine soziale Wohnversorgung auch den sozialen und öffentlichen Wohnungsbau mit einbezieht. Also die Diskussionen kamen ganz stark aus der Perspektive, dass wir auch für die umstrittenen Neubaufragen eigentlich eine mietenpolitische Antwort von unserer Perspektive haben wollen. Und im Gegensatz zu dem System des sozialen Wohnungsbaus, den wir ja in Berlin auch mit all den negativen Auswirkungen in Gänze kennengelernt haben, mit diesen befristeten Mietpreis- und Belegungsbindung plädieren wir für einen Wohnungsbau, der eine dauerhafte Lösung bringt. Ja, also das kennt ihr, wenn es immer heißt, aus dem sozialen Wohnungsbau sind wieder 10.000 Wohnungen herausgefallen und die Bindungen wurden beendet, dann merkt man, wie skurril dieses System ist. Und wir glauben, dass angesichts der hohen Kosten, die so ein Wohnungsbau mit sich bringt, wenn man in der Bauwirtschaft fragt, dass es da relativ klar ist, wenn man leistbare Wohnungen, wenn man bezahlbare Wohnungen haben will, dass die eigentlich nur in einem öffentlichen Bauprogramm, mit einem öffentlichen Investitionsprogramm zur Verfügung gestellt werden können. Ja, das ist im Moment so, auch wenn man bei Hausprojekten fragt, wenn man bei Genossenschaften fragt, seid ihr gerade in der Lage, leistbare Wohnungen zu mieten, die für alle, von allen bezahlt werden können, zur Verfügung zu stellen, dann sagen die, nein, das können wir nicht, weil das Wohnen so teuer ist. Der Einzige, der es könnte, wäre der Staat. Ja, wenn mit öffentlichen Geldern ein Investitionsprogramm organisiert wird, was Wohnungen nicht nur baut, sondern letztendlich bereitstellt. Und wir haben da einen Begriff für gefunden, haben gesagt, wir wollen, dass Wohnungen eigentlich wie andere soziale Infrastrukturen bereitgestellt werden. Ja, und ich mache das mal als Beispiel, wenn wir uns vorstellen, dass aus öffentlichen Mitteln eine Straße, eine Schienentrasse,
ein Jugendclub gebaut wird, dann hat niemand, der dieses staatliche Geld ausgibt, den Wunsch, dass diese Kosten wieder hereingeholt werden durch den Bau, durch irgendwelche Zahlungen. Ja? Also ein Jugendclub oder eine Bibliothek muss sich nicht selbst finanzieren, sondern wird bereitgestellt, weil man es wichtig findet. Und das ist für uns die Idee, dass soziale Infrastrukturen letztendlich im Modus der Bereitstellung organisiert werden, und wir wollen, dass das im Bereich des Wohnens auch mit übernommen wird und das System der Wohnungsbauförderung, die wir im Moment haben, tatsächlich ersetzt. Ja? Wohnungsbauförderung, sozialer Wohnungsbau. Ein Wohnforscher aus Österreich, der sich international mit allen Förderprogrammen beschäftigt hat, der hat gesagt, das deutsche Modell ist wirklich einzigartig, und zwar einzigartig negativ. Das, was der soziale Wohnungsbau in Deutschland verspricht, ist letztendlich eine Subventionierung von privaten Eigentümern mit einer sozialen Zwischennutzung. Also für diese 15 oder 20 Jahre Programmlaufzeit gibt es so eine Art Zwischennutzung, aber eigentlich ist die Idee, dass staatliche Gelder dazu genutzt werden, über einen langen Zeitraum private Gewinne zu sichern. Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir wollen. Wir wollen gerne, dass es eine öffentliche Investition in einen dauerhaft gebundenen Wohnungsbestand gibt. Ich überspringe hier mal ein paar Sachen, weil ich mich hier völlig verzettelt habe. Bei dieser Idee, dass Wohnungsbau vom Staat finanziert wird, ohne dass die Erwartung besteht, dass das aus der Miete wieder zurückgezahlt werden muss. Da würden alle sagen, das ist ja totaler Unsinn. So kann man überhaupt nicht denken. Das entspricht sozusagen jeder Logik, das entspricht jeder Erfahrung. Und da haben wir gesagt, das stimmt aber nicht. Wir haben festgestellt, dass es Zeiten gab, in anderen Ländern, aber auch in Deutschland, in denen der Wohnungsbau genau so funktioniert hat. Ja, dass man in öffentlichen Investitionsprogrammen Versorgungsleistungen bereitgestellt hat, ohne die Erwartung zu haben, dass das Geld unmittelbar aus den Mieten herangezogen wird, um diesen Bau zu finanzieren. Ja, und weil wir festgestellt haben, dass dieses Wissen völlig verdeckt wurde von neoliberalen Diskussionen in den letzten Jahren, ja, die uns weisgemacht haben, dass so ein sozialistischer Massenwohnungsbau irgendwas ist, was schlecht für die Städte ist, haben wir gesagt, nee, wir wollen eigentlich diese Erfahrungen hervorholen, wir wollen die so ein bisschen ausgraben, ausbuddeln, um sie genauer kennenzulernen. Aus dem Grund haben wir uns aus Ländern, in denen es so einen Massenwohnungsbau aus öffentlichen Investitionsprogrammen gab, angeschaut, haben überlegt, wen können wir uns einladen, damit diese Beispiele berichtet werden können, einfach um aus diesen Beispielen zu lernen, um sich kritisch damit auseinanderzusetzen. Ja, und das habt ihr vielleicht gesehen, das ist ja eine Veranstaltungsreihe, wir haben Gäste aus den Niederlanden da, es wird im Herbst eine Veranstaltung geben, wo aus Großbritannien zum Council Housing System berichtet wird, aus Wien, das Rote Wien, ja, als bekanntes Beispiel für so einen öffentlich finanzierten Wohnungsbau werden wir eine Veranstaltung haben, wir werden Gäste haben aus Kroatien und aus Serbien, die uns über die jugoslawische Erfahrung des Wohnungsbaus berichten werden. Wir werden auch eine Veranstaltung zum Wohnungsbauprogramm in der DDR organisieren, ja, in dieser Veranstaltungsreihe, um einfach zu zeigen, wie breit dieses Spektrum ist, in der Massenwohnungsbau auf eine Art und Weise organisiert wurde, dass es nicht von Kosten getrieben wurde und nicht sich an Gewinn orientieren musste. Was uns dabei auch klar ist, dass, wenn wir jetzt hören, wie der Wohnungsbau in den 70er Jahren in Schweden organisiert war oder in den 20er Jahren in Wien, dass völlig klar ist, man wird diese Modelle nicht 1:1 ins Heute übersetzen können. Ja, also es geht nicht darum zu sagen, wir haben Gäste, Dominika und Håkan, heute hier und lassen uns jetzt erzählen, wie das in Schweden dort war und sagen dann, prima, das ist das Modell, was wir übernehmen. Aber das, was uns fasziniert hat bei der Beschäftigung mit diesen einzelnen Programmen in den vielen Ländern, war, dass es tatsächlich eine Praxis gab, Wohnungen anders zu bauen, als sie heute gebaut werden. Dass es eine Praxis gab, die ganz, ganz viele Wohnungen gebaut hat. Also darüber ist ja auch zu sprechen, also dass wir einen sehr großen Bedarf an leistbaren Wohnungen haben und dass wir deshalb uns Gabo Heindl, eine von
den Wienerinnen, die sich sehr viel mit dem Roten Wien beschäftigt haben, hat gesagt, man muss diese Geschichte eigentlich kritisch erben. Also man muss die einerseits aufbewahren, wie so eine Erbschaft, und man muss, wenn man die aufbewahren will, sich aber beständig kritisch damit auseinandersetzen. Und dazu wollen wir euch einladen, dass wir Beispiele aus der Vergangenheit, wie so eine kleine Archäologie von wohnungspolitischen Utopien kennenlernen, dass wir uns kritisch damit auseinandersetzen und dass wir dann überlegen, was kann man davon für heute lernen, sodass man aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen kann. Für heute, ich komme zum Ende meiner ausführlichen Vorbemerkung, haben wir, das habt ihr alle dem Programm entnommen, den Wohnungsbau aus dem schwedischen Modell der 1960er und 70er Jahre auf dem Programm, und wir haben zur Veranstaltung eingeladen Dominika Polanska aus Stockholm und Hakan Törn aus Göteborg, die uns zu dem 1 Million Wohnung Programm was erzählen werden. Nach der Veranstaltung wissen wir auch, ob das wirklich 1 Million Wohnungen gewesen sind, die da gebaut wurden. Und ich möchte die beiden ganz kurz vorstellen. Dominika arbeitet als Soziologin an der Södertörn-Universität in Stockholm und beschäftigt sich seit ganz vielen Jahren mit vielen Themen, die rund um die Wohnungsfrage sich konfigurieren. Sie hat sich mit der Hausbesetzungsbewegung beschäftigt, sie hat sich mit den Veränderungen des Wohnungsmarktes beschäftigt, hat sozusagen sehr ausführliche Artikel darüber geschrieben, wie private Vermieter versuchen, die Miete zu steigern und also die Mieterin vor die Tür zu setzen, und diskutiert die Veränderung der Wohnungspolitik immer auch im Kontext der Veränderung des Wohlfahrtsstaates in Schweden. Hakan, auch Soziologe, aber an der Universität in Göteborg. Das war keine Voraussetzung, also es werden auch Gäste noch eingeladen, die keine SoziologInnen sind. Und Hakan hat auch ganz lange zu verschiedenen stadt- und wohnungspolitischen Kämpfen und Protesten geforscht, hat sich mit den aktuellen Auseinandersetzungen und Situationen, auch in den Großsiedlungen, die aus dem 1 Million Wohnungen Programm hervorgegangen sind, beschäftigt und hat seit vielen Jahren die Veränderung der Wohlfahrtspolitik in Schweden auch in den Blick genommen. Und das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, warum wir hier Leute einladen, die sich mit Wohlfahrtspolitik oder Sozialpolitik beschäftigt haben, aber das Wohnen ist in Schweden sozusagen ganz fester Bestandteil von dieser Sozial- und Wohlfahrtspolitik gewesen, und gerade aus der Perspektive macht es Sinn. Ich freue mich, dass ihr es möglich gemacht habt, zu uns zu kommen, und ich bin Hölle gespannt auf den Vortrag, und für euch als Vorwarnung, wir haben, wenn wir sagen, Gäste kommen von weit her, dann dürfen sie auch lange reden, also das kann über eine Stunde dauern, dieser Vortrag, und wir werden dann Diskussionen noch führen, Fragen stellen können, und damit ihr nicht verschwindet, so zwischendurch gibt es so als Teaser schon mal die Ankündigung, dass es hinterher wirklich leckeres Essen und erlesene Getränke gibt, die werden dann aufgebaut, dieses aber nur für die, die auch bis zum Ende durchhalten. Ja, also herzlich willkommen, und jetzt seid ihr dran. Die Veranstaltung fand statt in der Beratungsstelle der Berliner Mietergemeinschaft Sonnenallee 101 in Berlin. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung ermöglichte die Übersetzung. Weitere Informationen unter bmgev.de, inkw-berlin.de und dem YouTube-Kanal Wohnen in der Krise.